Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Danella Koch Studios. Ich bin der Volker und heute werden wir zusammen ein Bonsai-Scape einrichten. Vor einiger Zeit haben wir schon mal ein Bonsai-Aquarium eingerichtet und zwar war das ein Bonsai-Aquarium mit unserer Bonsai-Box. Die Bonsai-Box ist eine Box, da ist ein kleiner Baum drin, unten 3 Steine, das ist perfekt für den 30er Cube und wenn euch das Video interessiert, das verlinke ich hier nochmal oben. Aber heute werden wir einen 70 Liter Nanotank einrichten und mit einem großen Bonsai-Baum. Diese Bäume kriegt ihr ja im Fachhandel zu kaufen. Die gibt es in allen Größen, optisch. Mir hat dieser hier sehr gut gefallen, weil der so ein bisschen eine Optik hat von windgepeitschten Baum. Wir werden diesen Baum in Kombination mit den Onkosteinen bzw. Drachensteinen nehmen. Als Bodensubstrat nehmen wir ein Säul. Und wir werden auch noch einen kleinen Weg oder so eine kleine Freifläche mit ein bisschen Sand gestalten. Normalerweise sage ich ja immer in all den Videos, bevor wir mit der Einrichtung beginnen, baut erst die Technik rein, weil am Schluss baut ihr da und am Schluss habt ihr keinen Platz mehr für die Technik. Das ist heute nicht so wichtig. Warum? In diesem Aquarium werden wir unseren Scapers Flow Filter verwenden. Das ist ein Hang-on-Filter, den man außen an die Glasscheibe hängt und dann wirklich nur ein Einsaugrohr und Ausströmrohr ins Aquarium reinragt. Und wir haben ja eh so kleine Heizer und noch einen CO2-Diffuser, aber die nehmen ja nicht viel Platz weg. Auch hier fangen wir wie immer mit dem Bodengrundaufbau an. Jetzt kann man im Vorfeld schon mal ein bisschen erahnen, wie das spätige Layout sein wird. Wir haben jetzt hier eher auf dieser Seite eine dominantere Seite, wo jetzt auch später oder jetzt gleich der Baum hinkommt und der Rest wird dann noch mit Steinen anmodelliert. Der Baum ist schon groß. Er wird auch später etwas über den Wasserspiegel, also etwas aus dem Aquarium rauswachsen. Wer sich erinnert, ich habe ja letztes Jahr beim ENAC habe ich ja auch einen Bonsai gebaut gehabt und da hatte ich auch das hatte ich mit Hemianthus cuba gemacht gehabt und da habe ich auch einen Teil des Baumes oder das Teil der Baumkrone über Wasser wachsen lassen und den Rest im Wasser und das hat fantastisch ausgesehen und das bauen wir heute jetzt auch so ein bisschen nach. Der Baum wird jetzt so ein bisschen schräg angeordnet. Hier hinten haben wir noch genug Platz, dass auch Pflanzen hinkommen können. Wichtig ist hier an der Vorderscheibe immer so einfach mit der Hand so, das ist eure Distanz. Also weiter solltet ihr nicht an die Frontscheibe gehen. Warum? Wenn ihr die Scheiben mal reinigen müsst, ist das ein bisschen nervig, wenn da immer ein Ästchen, da müsst ihr mit der Zahnbürste und so. Aber wenn so eine Handbreit dazwischen ist das gerade nah genug für die Tiefenwirkung und gerade noch genug Platz, um die Scheibe vernünftig reinigen zu können. Der Baum ist jetzt richtig positioniert. Wir haben ihn so positioniert, dass er genügend Platz an der Vorderscheibe hat. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Bereich mit Wurzeln, wo in die Freifläche reinragt. Den Rest modellieren wir jetzt noch mit unseren Steinen an und die Steine müssen wir halt auch verwenden, damit der Baum nicht Auftrieb bekommt. Also der muss auch fixiert werden, weil er sehr leicht ist und trocken und das machen wir am besten mit Sekundenkleber und Watte. Mit dem Steinaufbau sind wir jetzt fertig. Ich habe ja eben gesagt, hier kommt jetzt noch ein Bereich mit Sand hin, den man später dann einfach als Futterzone, als Beobachtungsbereich nutzen kann. Der Hardscape ist es soweit fertig. Jetzt zeige ich euch noch ein paar kleine Tricks. Wenn ihr nämlich zum Beispiel, wir haben jetzt hier eine Fläche, wo Säul ist und hier haben wir eine schöne weiße oder eine schöne Sandfläche und wenn da ein paar Säulkörnchen drin liegen, das ist nicht schlimm. Ihr geht einfach hin, nehmt ein Magnet, nehmt ein Stückchen Küchenpapier und dann
geht ihr einfach so über den Soil drüber. Wenn der Magnet auch stark genug ist, bleiben die Soilkörner nämlich so am Magneten haften und somit könnt ihr eure Fläche schön frei machen. Das ist übrigens auch ein Indiz für qualitativ hochwertigen Soil. Wenn euer Soil nicht magnetisch ist, dann taugt er nichts, dann war es die falsche Wahl. Und zum Schluss geht ihr einfach nochmal hin, so ein paar kleine Bruchstücke und schon kriegt das ganze Layout nochmal ein bisschen einen schönen, natürlichen Look. Somit gebt ihr eurem Layout einfach nochmal den letzten Schliff. Mit der Bepflanzung sind wir jetzt fertig. Was haben wir für Pflanzen verwendet? Ich habe jetzt hier einmal Migrantimum tweedii, die habe ich jetzt hier in diesem Bereich und natürlich auch auf der Baumkrone. Die könnt ihr einfach zwischen die Äste so stecken, das wächst dann wirklich wie so eine schöne Baumkrone zusammen. Hier im Hintergrund haben wir die Migrantimum glomeratum, dann habe ich hier ein bisschen Eleocharis pusilla, dann hier haben wir die Cryptogorine Fancy Pink. Dann habe ich zwischen die Steine, also in die Spalten, habe ich ein bisschen Moos in Kombination mit der Bucephalandra Mini Red. Ich schreibe euch aber alle Pflanzen oder alles, was wir in dem Aquarium verwendet haben, kommt auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung. Warum habe ich genau diese Pflanzenauswahl genommen? Also als erstes mal, für die Baumkrone eignen sich nicht sehr viele Pflanzen. Man kann Moos verwenden, logischerweise. Ich mag diese dunkelgrüne, geschlossene Fläche einfach nicht. Ich mag, dass die Baumkrone hellgrün ist und da kommen nur zwei Pflanzen als Auswahl in Frage. Einmal die Himianthus cuba und ich habe hier die Migrantimum tweedii genommen. Warum? Die ist deutlich einfacher in der Pflege. Die Himianthus cuba ist so ein bisschen eine kleine Zicke und die tweedii ist da deutlich einfacher. Tweedii habe ich auch hier schön im Vordergrund genommen, dass man so ein bisschen eine Wiese, so einen Wiesencharakter bekommt. Im Hintergrund die Glomeratum, Migrantimum glomeratum, weil ich die auch immer schön in Form halten kann und schön trimmen kann und immer, also die sieht halt einfach immer schön aus und ist auch nicht so kompliziert. Als Aufsitzerpflanze logischerweise, ich mag die Bucephalandra Mini Red wegen ihrer Wuchsform. Ihr könnt genauso gut auch Anubias Nana Bonsai oder eine Pangolino nehmen. Auf jeden Fall keine große Nana, weil das wird vom ganzen Layout eher nicht so harmonisch wirken. Also wir haben ja hier eher filigrane Blätter mit ein paar größeren Blättern als Detail, wie zum Beispiel die Cryptogorine Fancy Pink. So ein bisschen als Eyecatcher, um das ganze Layout ein bisschen aufzurunden. Als Abrundung des ganzen Vordergrunds nehme ich hier die Eleocharis pusilla, weil die so ein bisschen grasartig wächst und in Kombination mit der Migrantimum echt eine schöne Kombination und die kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Wie pflegen wir jetzt so ein Aquarium? Logischerweise machen wir da jetzt noch Wasser rein, Technik ran, also Filter, Heizer, CO2. CO2 ist wichtig, braucht man bei diesem Aquarium auf jeden Fall. Da wir ein Soil-Aquarium haben, machen wir am Anfang in den ersten 2-3 Wochen größere Wasserwechsel. Es kommt also immer auf euer Ausgangswasser an. Wenn ihr in einer Region wohnt, wo hartes Wasser ist, reicht einmal die Woche 50%. Wenn ihr in einer Region wohnt, wo sehr weiches Wasser ist, empfehle ich euch auf jeden Fall zweimal die Woche 50%. Wir müssen das hier machen. Wir haben sehr weiches Wasser hier. Dann nach einer Woche fangen wir moderat an zu düngen.
Also moderat meine ich, da muss man gucken, wie die Pflanzen sich entwickeln. Der Soil gibt ja auch Nährstoffe ab, also das muss man immer ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass er da eine Algenpest oder eine Algenplage bekommt. Nach 3-4 Wochen einmal die Woche Wasserwechsel, regelmäßig düngen, wie ihr das gerne hättet. Einmal entweder Stoßdüngung wöchentlich oder tägliche Düngung. Und dann können auch schon die ersten Tiere einziehen. Hier würde ich jetzt zum Beispiel einen Schwarm Nanofische, ein paar schöne Garnelen, ein paar schöne Schnecken und das war es so, dass der Baum schön wirkt mit den Tieren zusammen, eine schöne Kombination. So, mit unserem Video sind wir jetzt fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Glocke drücken, abonniert den Kanal, schaut bei uns auf Facebook und Instagram vorbei und wenn ihr für mich irgendwelche Anregungen habt, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Wir gucken uns die regelmäßig an. Und vielleicht ist auch ein Thema dabei, was wir für euch zusammen aufbauen werden. Bis dann, ciao!